Willkommen zu diesem Video. Es hat sich mal wieder ein Fahrzeug zur Aufbereitung meiner Garage eingefunden, und zwar etwas Sportliches aus Zuffenhausen. Ein 911er Porsche der Modellreihe 997 aus dem Baujahr 2008 mit einer Laufleistung von knapp 130.000 Kilometern. Der Lack hat die schöne Farbe Mitternachtsblau und auch der Innenraum und das Leder sind farblich passend in dunkelblau gehalten. Und wie das nun mal so ist nach all den Jahren, sind im Lack leider viele Waschkratzer und Gebrauchsspuren. Doch bevor ich mir das richtig anschauen kann, heißt es erstmal den Wagen waschen. Ich starte mit einer Detailreinigung der Einstiege der Türen. Ich benutze hierfür Meguiar's Super Degreaser, Pinsel, Bürste und spüle hinterher mit Wasser durch. Dann geht es am Heck mit dem Spoiler weiter und dem Motorraum an sich. Genauso reinige ich den Kofferraum vorne im Auto. Der nächste Schritt ist die Außenwäsche. Damit sich dabei nicht immer der Schlauch unter den Reifen festklemmt, verteile ich noch eine Runde dieser praktischen Schlauchführung. Dann werden stark verdreckte Stellen auch mit dem Super Degreaser vorbehandelt, wie zum Beispiel hier die Tankklappe. Genauso wie die Logos, Gummidichtungen oder Spalten. Auch die Radkästen und die Reifen werden so gereinigt. Da die Felgen außen hochglanzpoliert sind, verwende ich nicht wie sonst einen säurehaltigen Felgenreiniger, sondern Optimum No Rinse Vorsprühlösung. Von der Reinigungsleistung ist das auch nicht schwächer als Felgenreiniger ohne Säure. Anschließend spüle ich einmal mit dem Hochdruckreiniger über die ganze Karosse. Und wasche anschließend mit den Optimum No Rinse getränkten Mikrofasertüchern nach der Rinseless-Methode. Um dann noch richtig festsitzenden Schmutz zu entfernen, wie Baumharz oder Teer, benutze ich eine Reinigungsknete. Auch hier kommt wieder Optimum No Rinse zum Einsatz, nämlich als Gleitmittel. Dabei kommt noch einmal ordentlich Dreck vom Lack runter. Eine kurze Runde den Lack trockenlegen, bevor ich abschließend noch einmal mit Isopropanol reinige, um auch wirklich die letzten Reste von Wachsen oder Versiegelung zu entfernen. So ist der Lack perfekt für die Polierdurchgänge vorbereitet. Bevor es damit aber losgehen kann, schütze ich noch die Gummileisten mit Klebeband. Zunächst aber noch ein kurzer Blick auf den Lackzustand. Insgesamt ist der Lack voller Waschkratzer und es fehlt der Glanz. Und an vielen Stellen finden sich auch stärkere Defekte. Der erste Polierdurchgang dient der Defektkorrektur. Und statt der sonst üblichen blauen Schaumstoffpads benutze ich diesmal Rupes Mikrofaserpads. Der Vorteil dieser Pads ist der höhere Lackabtrag. Defekte werden also schneller herauspoliert. Außerdem ist die Staubentwicklung nicht so hoch, da diese Pads Polierstaub viel stärker aufnehmen. Als Politur kommt die Rupes Saphir Gloss Schleifpolitur zum Einsatz. Mikrofaserpads müssen auch für den ersten Einsatz anders vorbereitet werden. Hier muss zunächst die gesamte Padfläche mit Politur befeuchtet werden und dann kann es losgehen. Schon im ersten Durchgang werden ordentlich Kratzer beseitigt und der Lack bekommt wieder Farbe. Ein Nachteil von Mikrofaserpads ist die erforderliche Reinigung nach jedem Polierdurchgang. Idealerweise benutzt man dazu Druckluft oder, wenn man diese so wie ich nicht hat, eine Bürste. Dabei kann man die Maschine auch einfach anschalten und die Bürste ranhalten.
Für die stark gerundeten Kotflügel benutze ich meine Bigfoot Mini Exzenter mit 12 mm Hub. Und für die ganz kleinen Stellen, wie zum Beispiel die Stege an der Stoßstange, habe ich noch die Proxxon Mini Rotationsmaschine. An den Seiten vor den hinteren Radhäusern befindet sich eine Steinschlagschutzfolie. Auch diese kann man polieren. Allerdings empfehle ich hinterher das Pad zu tauschen, um nicht mit Plastikrückständen im Pad auf dem Lack weiter zu polieren. Nach der Defektkorrektur sieht der Lack schon deutlich besser aus. Allerdings hinterlassen Mikrofaserpads Schleifspuren auf dem Lack, welche man als Grauschleier wahrnimmt. Dagegen und für den finalen Glanz kommt nun noch ein weiterer Durchgang mit Hochglanzpolitur. Dafür verwende ich wieder Schaumstoffpads. Diese sind weicher und flexibler als Mikrofaserpads und lassen sich einfacher fahren. Als Politur kommt die Rupes Keramikgloss zum Einsatz. Der Hochglanzdurchgang geht deutlich schneller und einfacher. Dann kann das ganze Klebeband abgezogen werden. Noch vorhandene Politurreste werden abschließend mit einer weiteren Isopropanolreinigung entfernt. Dann habe ich mich um den Innenraum gekümmert, die Einstiege weiter gereinigt und vom Polierstaub befreit. Weiter ging es mit ordentlichem Durchsaugen und Durchwischen. Die Scheiben wurden natürlich auch noch von innen gereinigt. Mit Dash Away bin ich dann über die Fußmatten gegangen und konnte auch hier noch den ein oder anderen Fleck entfernen. Das Leder wurde zunächst mit Lederreiniger gesäubert und dann mit Lederpflege nachbehandelt. Für den endgültigen Schliff habe ich auch noch die Einstiege poliert. Dann kam das Finale für den Lack, der Wachsauftrag. Ich habe mich für einen Hybridwachs entschieden, und zwar Wolfgangs Estate Fusion Wax. Das besteht aus natürlichem Carnauba-Wachs und synthetischen Polymeren und kombiniert lange Haltbarkeit mit sattem Glanz. Auspoliert wurde das Wachs mit diesen super weichen Microfiber Madness Crazy Pile Tüchern. Die Reifen werden dann noch mit Surf Cities Beyond Black Tire Dressing nachbehandelt. Nach dem Durchtrocknen ergibt es einen schönen mattschwarzen Look. Der Porsche steht nun wieder glänzend da. Die Defekte im Lack konnten fast alle beseitigt werden und die Farbe und die Metallic Flakes kommen wieder richtig schön zur Geltung. Zum Genießen nur noch ein paar schöne Bilder vom Auto. Damit verabschiede ich mich auch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.